Also schenken tut's dir keiner. Nur weil es auf dem FEC grundsätzlich leichter und günstiger ist, wird's dir ja nicht geschenkt. Also natürlich musst du das suchten. Sonst funktioniert das nicht. Du musst, der Hauptgrund, warum du suchten musst auf dem FEC, ist wegen der Inflation. Als Free-to-Play-Spieler ist eigentlich der gesamte FEC ein einziger Kampf darum, dass du gegen die Inflation bestehst. Als Free-to-Play-Spieler musst du es irgendwie schaffen, am Tag mehr Kohle zu machen, als die Preise steigen. Das geht mal leichter, wenn die Preise immer wieder sinken, was hin und wieder vorkommt, oder für eine längere Zeit gleich bleiben. In der Zeit erreicht man relativ viel. Aber sobald die Inflation wieder weitergeht, erreicht man dann an manchen Tagen auch einfach mal gar nichts, obwohl man 3 Stunden gespielt hat, gefühlt. Also als Free-to-Play-Spieler ist es ein einziger Kampf gegen die Inflation. Wenn du da mal ein paar Tage nicht spielst, fühlt es sich an, als hättest du einen Monat nicht gespielt. Also, hört sich oft an, weil alle darauf warten und so. Hab selber noch nie FEC gespielt. Na, also ich sage immer, FEC lohnt sich nur, wenn du die Zeit dafür hast und wenn du halt auch noch keinen Endgame High-Level Character auf Borodeng hast mit gutem Equipment. Wenn du auf Borodeng schon High-Level Endgame Character hast und du hast eh keine Zeit, dann lohnt sich FEC sowieso nicht. Und wenn du eins von beiden nicht hast, dann lohnt es sich auch eher nicht. Außer du machst 8 Char-Taktik. 160 plus Char. Welches genaue Level der hat, ist ja egal. Der kann auch 150 sein, wenn er einen guten Harness-Stuff und ein gutes Equipment hat. Das Level ist nicht so entscheidend wie das Equipment. Aber natürlich brauchst du für ein gewisses Equipment ein gewisses Level. Also ja, mindestens 150, weil das darunter ist Low-Level. Beispielsweise mein Knight jetzt besser ausrüsten will, dadurch macht es dann auch Sinn, Knight zu spielen auf FEC, oder spielt es keine Rolle? Naja, wie gesagt, Ronny, die Frage hast du doch schon beantwortet. Hast du schon einen Knight, oder haben wir schon beantwortet, hast du schon einen Endgame Knight auf Borodeng mit Endgame Equipment? Ist die Antwort ja, dann ergibt FEC keinen Sinn für dich, vor allem nicht, wenn du Knight spielst. Weil du hast ja schon einen Endgame Knight und du hast auch schon das Equipment dafür. Warum spielst du dann FEC? Wenn du das nicht hast, dann ergibt FEC schon Sinn, weil erstens ist das Leveln dort leichter und das Equipment ist durchschnittlich zumindest, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber durchschnittlich, grundsätzlich ist es eher leichter und günstiger zu bekommen. Man kann natürlich nicht die Zukunft vorhersagen, aber grundsätzlich ist es so. Leichter und günstiger. Weil es auch einfach unseltener ist alles. Und das heißt, es ist die perfekte Gelegenheit, um sich eben diesen einen ersten Endgame-Charakter auszurüsten und hochzuleveln. Wenn du das aber schon hast und du hast eh nicht so viel Zeit oder du überlegst, ob du überhaupt die Zeit dafür hast, dann ergibt es ja keinen Sinn, dass du dort spielst. Oder zumindest, wenn überhaupt, dann nur mit einer anderen Klasse. Weil, wenn du das Equipment schon hast und den Charakter auch, dann würde ich ja, wenn überhaupt, eine andere Klasse dort hochspielen. Ergibt ja keinen Sinn, dann zweimal das gleiche zu machen, wenn du es eh schon hast und ausgerüstet ist. Wenn zweimal die gleiche Klasse ist egal. Wenn er auf Borodeng kein Equipment hat, dann kannst du es schon machen. Aber wenn er ein hohes Level und ein hohes Equipment hat, dann wüsste ich nicht, warum er es nochmal unbedingt machen sollte. Vor allem hast du vom FEC-Equipment ja eher Nachteile, weil es Account oder Sehen gebunden ist. In der Regel Account gebunden. Das heißt, du hast dann noch den Nachteil, dass das Equipment nicht mehr verkäuflich ist, zukünftig. Und auch nicht so leicht tradebar, wobei Common Bank kostet nicht viel Geld. Common Bank kann man easy sich leisten und das Equipment zwischen den gleichen Chars auf dem gleichen Account hin und her traden. Aber all das sind Einschränkungen.
Weswegen man eher Buodenk präferiert, wenn man dann die Wahl hat. Wenn man nichts hat, dann nimmt man natürlich trotzdem FEC. FEC lohnt immer, alleine schon wegen dem Spaßfaktor. Naja, aber wie viel Spaß hast du, wenn du, wie wir vorher schon gesagt haben, 7 Stunden die Woche spielst? Sagen wir, du fängst 2 Tage nach dem FEC-Start an, weil der FEC-Start ist an einem Donnerstag und deine Frau kriegt gerade ihr 8. Kind oder so. Irgend so ein Scheiß, irgend so ein Real-Life-Scheiß, der komplett unrealistisch ist. Was Flive-Zocker niemals passieren würde. Und du kannst erst am Samstag anfangen. Dann hast du schon mal 2 Tage verpasst. Das heißt, die ersten Leute sind schon Level 140 gefühlt. Also unübertrieben, die ersten Leute sind schon 140. Und dann spielst du jeden Tag circa 1 Stunde. Dann bist du nach einer Woche, keine Ahnung, sagen wir Level 60. Sind wir optimistisch? Dann bist du nach einer Woche Level 60 und der erste Typ ist Level 175. Und der durchschnittliche Spieler ist auch 120 plus. Macht das dann wirklich Spaß? I don't know about that. Also leider hat Flive und FEC im Besonderen halt doch diesen Vergleichsfaktor, dass du immer guckst, wie weit sind die anderen. Vor allem, wenn du auch noch aktiv hier in Livestreams chillst, wo die Leute ja die ganze Zeit auch sagen, welches Level sie haben und so und was sie gerade machen. Also wo man halt die ganze Zeit miteinander sich vergleicht oder nicht direkt vergleicht, aber man kriegt halt mit, was die anderen gerade so machen und dann weiß man ja, was man selber gerade macht und dann kriegt man dann vielleicht noch Minderwertigkeitskomplexe. Weiß nicht, ob das dann so viel Spaß macht. Also wer so wenig Zeit hat, wie gesagt, für den ist FEC eher nichts. Beziehungsweise sollte man in so einem Fall definitiv dann die 8-Char-Taktik pullen. Weil bei der 8-Char-Taktik hast du wenigstens den Vorteil, dass du auf jeden Fall tonnenweise Products und so bekommst. Und du hast 6 Monate Zeit. Das heißt, selbst wenn du wenig spielst, solltest du in der Regel mindestens Level 120 erreichen. Und dann kriegst du auf jedem Char 30 Products mal 6 sind schon 180 Products. Plus die ganzen Quest-Belohnungen, also dann hätte es sich schon auch gelohnt. Aber grundsätzlich natürlich muss das jeder selber entscheiden. Ich meine, klar, du kannst auch sagen, mir macht es auch Spaß, wenn ich nur 1 Stunde am Tag spiele. Mit 2 Chars, whatever. Welches Level die anderen haben, ist mir egal. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass es den meisten Leuten halt überhaupt nicht egal ist. Und mir persönlich ist das auch nicht egal. Also der zweite FEC war mein schlechtester, weil ich da keine Zeit hatte. Und da war ich dann auch schon eher... Also ich meine, war mir zwar relativ egal, welches Level die anderen hatten, aber ich wusste halt, dass mein Level beschissen ist, dass mein Equipment beschissen ist, dass ich voll verkackt habe. Das heißt, es war eigentlich relativ egal, welches Level die anderen haben. Ich wusste einfach, dass mein Level scheiße ist und so. Und das hat natürlich schon auf die Stimmung geschlagen. Grundsätzlich. Hat sich halt wie ein Fehlschlag angefühlt. Also... Ist schon nicht unwichtig. Man mag es vielleicht zu einem gewissen Grad ausblenden können, aber man weiß ja ungefähr, was man erreicht hat oder was man nicht erreicht hat. Und ich denke, die meisten Leute haben dann schon Probleme damit. Eher. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man gar nicht erst anfängt. Weil man weiß, dass man sich dann Gedanken macht darüber.